Heute geht es um eine Ruine, unter der sich noch einiges Unheimliches abspielen soll. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Verfluchten. Euer Totengräber befindet sich hier in Essen-Kettwig, am Ufer der Ruhr, an der Ruine der Burg Luttelnau. Heute steht hier nur noch ein halber Turm, der Kattenturm. Erbaut wurde der Turm wohl im 13. Jahrhundert. Damals war das hier noch eine Insel in der Ruhr. Heute liegt die Ruine am Ufer des Flusses. 1573 war die Burg bereits verlassen und halb verfallen, diente aber später noch als Gefängnis. Der Name Kattenturm kam erst im 19. Jahrhundert auf. Es gibt zwei Legenden über die Entstehung des Namens. In der ersten heißt es, der Germanenstamm der Katten hätte hier einst einen Schatz bewacht. Was meiner Meinung nach wenig plausibel klingt, denn die Katten siedelten noch vor dem Bau der Burg im Gebiet des heutigen Hessen. Und es gibt Forscher, die der Meinung sind, dass sogar der Name Hessen über mehrere Zwischenschritte und Lautverschiebungen vom Wort Katten herkommt. Außerdem sind die Besitzer der Burg weitestgehend bekannt. Diese waren örtliche Rittergeschlechter. Eine zweite, düsterere Legende besagt, dass es hier an der Ruine nicht ganz geheuer zugehen soll. Es heißt, gelegentlich soll hier ein unheimliches Fauchen zu hören sein. Dies kommt angeblich von einem schwarzen Kater, der im erhaltenen Keller der Burg einen Topf voll Gold- und Silbermünzen sowie eine goldene Spindel bewachen soll. Und da auf Plattdeutsch Katze Katte heißt, soll der Turm daher seinen Namen haben. Wenn also jemand von euch, meine Freunde, Lust auf eine Schatzsuche und zufällig ein Bodenradargerät in der Ecke rumstehen hat, euer Totengräber hat eine ziemlich gute Schaufel. Nein, das geht natürlich nicht. Der Turm sowie das Gelände darum stehen natürlich unter Denkmalschutz. Außerdem ist es wahrscheinlich nicht ratsam, hier zu graben, denn die Legendenwelt weiß noch einen weiteren Mythos zu berichten. In einer Sagensammlung von 1897 fand ich eine Legende, in der zwar der Kattenturm nicht namentlich erwähnt wird, doch heißt es da: Bei Kettwig liegen die Trümmer eines Schlosses dicht an der Ruhr. Und dichter als hier geht es kaum. Auch in dieser Sage heißt es, es würde hier noch erhaltene Gewölbe unter der Erde geben. In ihnen sollen die Geister der früheren Besitzer umgehen, denn sie wären verflucht, weil sie den Schiffern auf der Ruhr bei Gefahr nicht beigestanden hätten. Es ist wohl besser, man gräbt hier nicht. Archäologen haben bei Ausgrabungen übrigens keine unterirdischen Gewölbe entdeckt. Aber vielleicht gruben sie nicht tief genug oder an der falschen Stelle, wer weiß. Wenn ich hier so stehe, die Ruine betrachte und über die alten Legenden nachsinne, kommt mir eine Strophe des Liedes »Ja, so waren die alten Rittersleut« in den Sinn, die da lautet: Zu Grünwald rund die Rittersleut leben nicht mehr seit langer Zeit, nur die Geister von denselben spuken nachts in den Gewölben. Danke, dass ihr mich begleitet habt und bis zum nächsten Mal.